Wer ist das? It's Barbie. Barbie wahrscheinlich. Barbie. Die Barbie? Barbie? Barbie natürlich. She looks like a fake Barbie. Fake Barbie. Yeah. Tja, das ist aber nicht Barbie, auch wenn sie genauso aussieht. Es ist auch keine Kopie. Das ist Lilly, die Bild-Lilly. Hatte sogar auch einen eigenen Kinofilm. Ohne Lilly keine Barbie. Dies ist die ganze Geschichte der berühmtesten Puppe der Welt. Und sie beginnt in Deutschland. Machen wir uns auf Spurensuche im Axel Springer Verlag in Berlin. Ja, hallo, Unternehmensarchiv Kai. Hallo Lars, hier ist der Thomas. Lässt uns rein? Ja, klar. So, hier kommt man normalerweise nicht rein. Das Allerheiligste des Unternehmensarchivs. Und hier finden wir auch eine unglaubliche Geschichte über Gewinner und Verlierer, über Vorbilder und Nachahmer. Auch ein Wirtschaftskrimi, bei dem die einen Milliarden gewonnen haben und die anderen so ziemlich leer ausgegangen sind. Die Geschichte ist so verschlungen wie die Gänge hier im Unternehmensarchiv. Und alle Fäden laufen zusammen bei Lars Broder Keil, dem Leiter des Archivs. Und ja, eigentlich ist es ein Witz, aber die Barbie hätte es gar nicht gegeben ohne die allererste Ausgabe der Bild-Zeitung 1952. Und das auch nur wegen einer Panne. So, da haben wir das gute Stück. Die ersten Ausgaben der Bild. Jetzt bin Die ich gespannt. Original. Original. Wahnsinn. 24.06.1952. Genau. Grenze bei Helmstedt wird gesichert. Churchill. Genau, wie man sieht, der Name der Zeitung war Programm, ausschließlich Bilder auf der Seite 1, auch auf der Rückseite das Genau. Gleiche. Das war Die das. Erfindung von Axel Springer. Hier die Seite 2, genau an dieser Stelle fehlte, kurz vor Andruck, fehlte ein Text. Der Horror schlechthin. Und was tun in dieser kurzen Zeit? Und dann ist man auf die Idee gekommen, den Zeichner der Zeitung, Reinhard Beutin, zu bitten, schnell einen Comicstrip zu zeichnen. Und hat an diesem ersten Tag die Lilly die Welt entdeckt. Also die Lilly war erfolgreich, die blieb dann, die war dann immer auf Seite 2. Genau, fast 10 Jahre, immer an der gleichen Stelle. Ja. Gab sogar dann ein Lilly-Bildbuch, wo auch viele von diesen Comics da abgebildet sind. Sieht man es hier so auch ein bisschen sexy halt. Ja, es war eine junge Frau und die natürlich auch das Leben genossen hat und das sieht man eben auch in den Karikaturen. Also in verschiedenen Situationen im Alltag, natürlich auch im Büro. Jetzt müssen wir uns ja zurückversetzen in die Anfang der 50er Jahre, alles ein bisschen prüder. Eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Und da war diese junge, selbstständige Frau, die auch einen eigenen Beruf hatte. Ja, sie stellte ein vollkommen neues Frauenbild für die 50er Jahre dar. Sie hat einen eigenen Beruf, verdient ihr eigenes Geld. Sie pfiff auf Konventionen. Und das war gerade in den 50er Jahren für viele bundesdeutsche Frauen ein Traum, diese Art von Leben zu haben. Denn viele Frauen in der Bundesrepublik konnten nicht arbeiten gehen. Damals war es sogar noch so, man musste den Ehemann fragen, ob man einen Job aufnehmen darf. Was willst du heute Abend essen? 3 Jahre nach der Karikatur plötzlich Bild Lilly in 3D sozusagen als Puppe. Das war schon eine Riesensensation. Es gab 2 Größen, eine normale Größe in dieser Form und dann gab es noch mal eine Nummer kleiner in Miniatur. Es musste ja auch Kleidung genäht und geschneidert werden. Da gibt es ja auch schon das ganze Merchandising, Genau, wurde kann da ich ja ja mal auch sozusagen erfunden, wo man ordentlich Geld zusätzlich verdienen kann. Also ja, verrückt. Also es gab ungefähr, sagt man, 150 Outfits, vom Bikini bis zum Pelzmantel, Ballkleider, Sommerkleider oder eben auch für die kältere Jahreszeit dann schon mal einen Anorak. Es gibt Möbel dazu, es gibt Hunde dazu, Schirme. so wie wir es eben dann später auch von der Barbie gelernt haben. Und jetzt beginnt der Wirtschaftskrimi. Ein Jahr später macht eine gewisse Ruth Handler aus Los Angeles mit ihrer Familie einen Europaurlaub. Sie ist in der Schweiz, in Luzern, geht an einem Spielwarengeschäft vorbei und plötzlich ist sie wie vom Blitz getroffen. Wir können mal schauen, was sie da in der Autobiografie, die sie geschrieben hat, später gesagt hat. Wir waren absolut fasziniert. Barbara
so hieß die Tochter Barbara, Barbie, und ich konnten uns von dem Laden gar nicht mehr losreißen. Die Lilli-Puppe war die Verkörperung einer Idee, die ich meinem Mann Elliot und unseren anderen Mattel-Spielzeugdesignern etwa 5 Jahre zuvor unterbreitet hatte. Mit den Brüsten, der schmalen Taille, den langen, spitz zulaufenden Beinen, die ich den Designern vor all den Jahren mit Begeisterung beschrieben hatte. Das schrieb Ruth Handler, die Mitgründerin der Riesenspielzeugfirma Mattel. Doch die hatten abgelehnt, die Designer. Und jetzt konnte sie aber einfach zeigen, was sie sich vorgestellt hat. Und es gibt Belege darüber, dass sie sich diverse Lilli-Puppen hat nach Los Angeles schicken lassen. Genau, sie konnte jetzt praktisch in echt als echte Puppe zeigen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ob das wirklich schon Jahre vorher ihr Plan war, das lasse ich mal dahingestellt. Aber offensichtlich gab es eine Idee, eine neue Form von Puppen zu machen. Ich sagte ja, früher gab es nur Puppen in Babyform und sie wollte so eine attraktive Puppe machen. 1959 erscheint dann die Barbie in Amerika auf der Bildfläche und ist sofort ein Riesenerfolg. 350.000 Exemplare werden im ersten Jahr verkauft. Also irgendwann, man muss sich ja vorstellen, damals gab es noch kein Internet, da mussten irgendwie Leute mal nach Amerika reisen und sehen in den Spielzeugen, Moment mal, da ist ja eine Barbie, die sieht aus wie die Lilli. Und so haben dann die deutschen Hersteller das irgendwann überhaupt mitgekriegt und haben natürlich dann auch versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Da gab es dann Rechtsstreitigkeiten auch. Am Ende hat man sich dann geeinigt und Mattel hat von den Deutschen die Rechte gekauft an Lilli und zwar für sage und schreibe $25.000. Damals sehr viel Geld, wenn man das umrechnet in D-Mark, aber man kann sagen, ironisch betrachtet, das war so ziemlich das schlechteste Geschäft, was Axel Springer und vor allem auch die Spielzeugwarenfirma in Coburg, die die Rechte abgetreten hat, je getätigt haben. Umsatz mit Barbie allein im vergangenen Jahr 2022 1,5 Milliarden. Jede Minute erblicken 100 Barbies die Welt. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es einen Barbie-Film gibt, dann sehen wir auch da Parallelen. Denn das war hier 1957, also großes Plakat, Lilli gesucht. Die AK Film Berlin suchte einen Star für ihren neuen großen Lilli-Film und fragt alle jungen Bildleserinnen, wer möchte Bild-Lilli sein. Anne Smyrna erhält die große Chance und man sieht, dass sie natürlich genau nach dem Puppenvorbild sozusagen ausgesucht worden ist. Und 1958 erschien der Film dann, also 65 Jahre vor dem jetzigen Barbie-Film. Der ist ganz in Pink gehalten, der damals war natürlich ganz in Schwarz-Weiß und trotzdem, wenn man es mal nebeneinander schneidet, dann sieht man auch da verblüffende Ähnlichkeiten. Was ist hier los? Wieso starren mich die Männer so an? Man muss sagen, man muss Warner Brothers wünschen, dass der neue Barbie-Film vielleicht ein bisschen besser wird als der Lilli-Film damals. Ja, der war tatsächlich ein Flop. Lilli. Auf Wiedersehen. Lilli. Das ist also die verrückte, faszinierende, spannende Geschichte von der Barbie. Und wenn wir dann daran denken, dass eigentlich alles begonnen hat mit der Panne bei der ersten Ausgabe der Bild-Zeitung 1952. Diese Lücke, die musste gefüllt werden. So ist es.